Hallo, heute sind wir im Aquazoo Lübbecke Museum. Die Strahlenschildkröte Astrucheles radiata ist eigentlich in Madagaskar endemisch, aber sie gibt es auch hier im Aquazoo Lübbecke Museum. Diese Art ist tatsächlich stark bedroht und braucht den Schutz, den moderne Zoos und Aquarien ihr bieten können. Seit März 2010 wird diese Art hier im Aquazoo Lübbecke Museum gehalten. Man sieht, gerade halten sie ein wenig Mittagsschlaf, aber es waren nicht von Anfang an so viele. Denn die Haltung begann im Prinzip nur mit 2 Tieren, Isolde und Brötchen. Brötchen erkennt man bis heute. Warum? Das hat ein bisschen traurigen Hintergrund. Der kam aus schlechter Haltung, hat deshalb einen etwas anders geformten Panzer, eben wie ein Brötchen. Und so passt es, dass der bekannteste Bäcker von Düsseldorf auch die Patenschaft hält. Aber man kann ihn bis heute auf jeden Fall sehen. In der Wildbahn hätte er so keine Überlebenschance, aber hier im Aquazoo Lübbecke Museum hat er die gute Chance, in einem schönen Sozialverband zu leben und eben auch in einem naturgetreuen Habitat. Ein Jahr später, dann nachdem Isolde und Brötchen hier angekommen sind, gab es eine Beschlagnahmung von Strahlenschildkröten am Frankfurter Flughafen. Und im Aquazoo Lübbecke Museum hat man daraufhin einen Platz angeboten und sie haben hier ein schönes neues Zuhause bekommen. Denn tatsächlich der Schmuggel dieser Tiere ist ein großes Problem, aber umso wichtiger ist es, dass, wenn die Schmuggler erwischt werden, es moderne Zoos und Aquarien gibt, die diese besondere Art halten und die den beschlagnahmten Tieren, den Opfern dieses Wildtierhandels dann eben ein neues Zuhause geben können. Die ersten beiden Strahlenschildkröten-Babys, und die sind wirklich sehr, sehr putzig und sehr, sehr klein, gar nicht so groß wie jetzt die ausgewachsenen Exemplare, sondern die wogen nur etwas mehr als 20 Gramm und die kamen am 2. und 3. September 2018 hier in Düsseldorf zur Welt. Am 28. Februar und am 3. März 2019 gab es dann schon den nächsten Zuchterfolg zu feiern, oder besser gesagt 2 Zuchterfolge, denn die nächsten beiden winzig kleinen Strahlenschildkröten geschlüpften erwartet nur noch eine besonders lange Zukunft, denn sie können bis zu 1,5 Jahrhunderte leben und das werden sie tun, entweder hier im wunderschön eingerichteten Terrarium des Aquazoo Lübbecke Museum oder in einem anderen modernen Zoo oder Aquarium, denn die haben sich zusammengeschlossen in einem Zuchtbuch, um diese Art vor dem Aussterben zu retten. Das ist besonders wichtig, wenn wir auch wollen, dass tatsächlich in 150 Jahren es auch noch diese Strahlenschildkröten auf Madagaskar gibt. Es kann aber auch sein, dass Nachzuchten, die hier im Aquazoo Lübbecke Museum im Laufe der nächsten Jahre schlüpfen, auch ihren Weg zurück in die Natur finden. Denn auf diesem Zuchtbuch, das die modernen Zoos und Aquarien führen, liegt die Hoffnung, dass auch Zöglinge daraus wieder in die Natur zurückkommen können, um den bedrohten Bestand der Strahlenschildkröten zu unterstützen. Auf Madagaskar ist die Bejagung dieser Schildkrötenart zu einem sehr großen Problem geworden. Zu einem Problem ist sie dadurch geworden, dass die indigenen Völker Madagaskars von den anderen Menschen immer mehr zusammengedrängt, zusammengefercht worden sind und so auch Stämme in das Verbreitungsgebiet dieser Schildkröten kamen, die diese Schildkröten tatsächlich auch essen. Nämlich eigentlich die beiden Stämme, die ursprünglich nur im Verbreitungsgebiet dieser Schildkröten vorkamen,
essen diese Schildkröten nämlich nicht. Sie gelten für diese Stämme als Tabu, aber durch die Konzentration und Zusammendrängung indigener Völker kamen eben auch Mitglieder der Stämme in das Verbreitungsgebiet dieser Tiere, die sie auch bejagen. Doch nicht nur die Bejagung ist ein Problem. Die Zerstörung und Fragmentierung der Wildhabitate stellt ein massives Problem für diese besonderen Schildkröten dar. Und auch die Gewinnung von Holzkohle bedroht die wohl schönste Schildkrötenart der Welt. All das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren die Population dieser wunderschönen Schildkröten um 65% zurückgegangen ist. Also fast 2/3 des Wildbestandes haben wir verloren. Nun sind die Schätzungen, dass wenn das tatsächlich so weitergeht, wir in 45 Jahren auf Madagaskar keine Strahlenschildkröten mehr haben. Dass wir aber weiterhin Strahlenschildkröten auf Madagaskar sehen können, daran arbeiten moderne Zoos und Aquarien Tag für Tag. Auch bringt man sich hier ganz aktiv im Aquazoo-Lübbecke-Museum in den Schutz dieser wunderschönen Tiere ein. Einmal natürlich durch die Erhaltungszucht, dadurch, dass man Tiere züchtet, die eventuell wieder in die Natur zurückkommen, aber eben auch durch wichtige Edukationsprojekte, die gerade im Aquazoo-Lübbecke-Museum einen ganz großen Stellenwert haben. Abonniert jetzt den Kanal, schreibt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben.